Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind mal wieder auf EU 15 unterwegs und jetzt gerade auch in Anbetracht auf den neuen Serverstart am 1. November mit EU 16 habe ich dann nochmal rückwirkend so mir den Server ein bisschen hier unter die Lupe genommen, EU 15, und muss gestehen, dass der EU 15 Serverstart, der jetzt ein bisschen über einen Monat jetzt schon wieder her ist, auf jeden Fall erfolgreicher verlaufen ist als zumindest die letzten zwei Serverstarts. Also man kann schon sagen, dass EU 15 ein ziemlich starker Server ist. Wir haben hier jetzt mittlerweile 108.000 registrierte Spieler drauf, was nach der Zeit auf jeden Fall schon sehr, sehr gut ist. Das haben die anderen Server in der Vergangenheit nicht so in diesem Ausmaß geschafft und vor allen Dingen in dieser Zeitspanne. Denn es war immer ganz knapp so gewesen, dass so vielleicht die 100.000 vielleicht gerade so gehittet worden sind, nachdem der nächste Server, beziehungsweise kurz bevor der nächste Server released worden ist. Und wir haben ja noch ein paar Tage bis EU 16, also es dauert ja noch ein bisschen. Und wenn wir jetzt mal auf EU 14 schauen, ja, dann können wir hier zum Beispiel sehen, dass wir hier 96.000 Spieler drauf haben und man bedenke, der Server ist ja nochmal ein Stück älter als EU 15 jetzt, also EU 15 hat schon EU 14 in der Zeit jetzt schon überholt. EU 14 hat es nicht geschafft, bis zum nächsten Serverstart eine Marke von 100.000 zu brechen. Und wenn wir auf EU 13 gehen, der ja nochmal wieder ein Stückchen älter ist, ja, dann sehen wir hier, haben wir eine Marke von 100.000, gerade mal so fast glatt, ja, 135 Spieler mehr. Und ja, der Server ist ja nochmal ein Stückchen älter. Deswegen kann man schon sagen, dass EU 15 in der Zeit, in der EU 15 jetzt auf dem Markt ist, auf jeden Fall deutlich stärker ist als die letzten zwei Server. Auf EU 12 habe ich jetzt gar nicht geschaut gehabt, da können wir auch einfach mal nochmal ganz kurz nachschauen. Da haben wir jetzt momentan 117.000 Spieler drauf, also das war auch ein relativ guter Server gewesen, aber EU 12 natürlich auch schon wieder ein Vierteljahr her oder so. Also von daher hat der Server natürlich auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, ja, seine Spielerbase aufzubauen. Und es war natürlich auch ein bisschen zu erwarten, denn EU 15 war natürlich so ein Server, da haben ja schon relativ viele drauf gewartet, weil es halt wieder so eine runde Zahl ist in dem Sinne, ne? So ein halber Event-Server. Ihr wisst ja, so alle 5 bis 10 Server, die sind immer relativ beliebt auf jeden Fall. Und wenn man sich einfach mal die Ehrenhalle anschaut, ich habe jetzt nach dem Monat Stufe 262 erreicht. Ich habe hier jetzt nicht Hardcore reingegrindet im Sinne, dass ich hier jetzt mir alle Features mitgenommen habe etc. pp. Ihr wisst ja, wenn ich einen Server nicht Langzeit spiele, dann lasse ich ja hier vieles auf der Seite liegen. Gerade so die Langzeit-Features wie so Arena-Manager, der sich gerade erst später rentiert macht bzw. entwickelt und zum Anfang noch nicht so viel Impact hat, sag ich mal, ins Game. Oder auch die Pets, die man lange Zeit spielen muss, die man auch perfekt spielen muss. Ne? Das sind so Sachen, Sammelalbum, ne? Wo ich nicht großartig reingegrindet habe. Oder halt eben Festung und so weiter. Ne? Ihr wisst Bescheid. Deswegen bin ich froh, sag ich mal, dass ich das Level erreicht habe. Aber trotzdem muss man dazu sagen, befinde ich mich nur auf Platz 406 mit der Stufe nach einem Monat. Und das muss ich sagen, das finde ich schon krass. Wenn wir uns mal die ersten Ränge anschauen, wir haben hier ein paar Spieler, die jetzt bald Stufe 330 erreichen, beziehungsweise haben wir schon einen, der 335 ist mit dem Demon Hunter, tatsächlich sehr interessant, hier gepickt, nachdem der ein bisschen genervt worden ist, also auch immer noch anscheinend valid, würde ich mal sagen. Shrooms hat er 157.000 jetzt hier momentan gerade drin, so wie es aussieht. Ja, und ja, das, wenn man jetzt hier mal so ein bisschen runterscrollt, ne, dann haben wir hier wirklich einen langen Bereich, wo wir schon teils wirklich sehr viele 300er Spieler auf dem Server haben nach dem Monat. Ne? Ich sag mal so, das geht vielleicht so bis in die Top 80 circa, ja, 80, 90 vielleicht so. Das sind alle Spieler, die sind
über Stufe 300 jetzt nach dem Monat. Und das ist schon sehr beachtlich, ne? Und wenn man jetzt hier einfach mal weiter runter scrollt, dann ja, sieht man schon, die Level, die sind hier alle relativ nah beieinander. Und man muss hier wirklich sehr lange scrollen, bis man wirklich mal so einen richtigen, ja, so einen richtigen Break in der Ehrenhalle sieht, was die Stufe angeht. Das hat man sonst auf Servern, da sieht man das relativ deutlich. Das kristallisiert sich dann so raus, dann hat man ganz viele, die so Stufe 300, 200 sind. Und dann kommt auf einmal irgendwie so ein Break zu 150 oder was weiß ich, irgendwie so. Hier bin ich jetzt erst, ja. Und dann geht es ja auch hier noch weiter, ne? Also die Top 500 sind hier alle so circa, also ich sag mal so, oder ich sag mal alle so in dem Bereich circa 250, ja. Manche sind natürlich auch noch ein bisschen lower, manche sind ein bisschen höher, das kann man nicht ganz genau sagen. Aber die Top 500 alle schon ziemlich weit gepusht. Und ja, es geht ja auch noch so weiter, ne? Es geht sehr regelmäßig hier runter, was mir auf jeden Fall aufzeigt, dass der Server hier definitiv auch eine starke Playerbase hat. Und ja, das lässt sich hier ganz klar in der Ehrenhalle widerspiegeln. Wir sind jetzt hier bald im Tausender-Bereich. Ja? Wir haben hier bald die Tausender-Marke an Rang hier gesehen und wir sind hier immer noch deutlich über Stufe 200 auf Rang 1000. Ne? Also das spricht schon wirklich für sich, muss man sagen. Und ich hätte nicht, also ich wusste schon, dass der Server stark wird, denke ich mal so. Ne? Also habe ich schon so auf dem Schirm gehabt, dass der auf jeden Fall stärker wird als die letzten zwei Server so. Ne? Aber dass der auch in dieser Masse an Spielern, die alle über 200 sind hier, ja, wie gesagt hier über 1000. Ne? Ich weiß nicht, wie weit das hier noch runtergeht, bis hier mal so ein Break kommt irgendwie. Das spricht schon wirklich Bände so, ne? Also in dieser Bandbreite an Spielern hätte ich das nicht erwartet, dass hier so viele am Start sind, ne? Jetzt fängt es langsam so ein bisschen an, bei 1200. Hier sieht man, schleichen sich immer mehr Leute dazwischen, die noch unter Stufe 200 sind. Aber das ist schon sehr strong auf jeden Fall. Und man bedenke, die sind ja trotzdem hier alle aktiv. Das heißt ja nicht nur, weil die unter 200 sind, dass sie hier, ne, nicht aktiv spielen, sondern die sind halt einfach nur ein bisschen gechillter vielleicht, was den Playstyle angeht und so, ne? Und das ist ja auch vollkommen fein, die sind ja trotzdem alle aktiv, ne? Also das ist schon sehr beachtlich, wenn wir mal in die Ehrenhalle, in die Gilden-Ehrenhalle reinschauen. Wir sind jetzt gerade in der Phase so drinne, wo die Top-Gilden langsam durch sind mit ihren Raids, mit ihren 50 Raids und jetzt so langsam in die Phase übergehen, die ja, Gildenangriffe auf andere Gilden zu starten. Das ist jetzt quasi fast der Fall. Wir haben hier Highway to Hell, die natürlich schon die 50 voll hat hier eine Ritterhalle von 644, Freedom mit 50 Raids am Start, hat hier eine Ritterhalle von 656, also leicht drüber. Dann kommen wir schon tatsächlich, ja. Für uns fehlen noch 2 Raids, aber wir haben auch eine ganz okay Ritterhalle. Jo, und dann haben wir hier nachher so einen kleinen Downshift. Hier haben wir wieder eine Gilde mit 47 und die nächste Gilde, die sich wahrscheinlich in die Top 3 einordnen wird, das ist dann hier Distance Warriors, wo auch der Neutral drin spielt, als Content Creator mit 614 Ritterhallenpunkten und natürlich 50 Raids. Die sind jetzt wahrscheinlich gerade aus ihrer Raid-Phase raus, deswegen sind die hier noch so weit unten in der Ehrenhalle. Ne, weil jede Top-Gilde macht erstmal die 50 Raids voll, bevor sie sich auf die Gildenangriffe konzentriert und dadurch dann halt eben erst die Ehre farmt, sag ich mal, in der Ehrenhalle. Deswegen sieht man die ganzen Top-Gilden erst einen Monat später natürlich auf den Top-Rängen. Und ja, alle anderen Gilden, die vorher auf den Top-Rängen standen, die haben halt eben keine Raids gemacht und sind dementsprechend halt eben, ja, vielleicht in dem Moment ein bisschen weiter vorne, aber natürlich nicht auf lange Zeit. 614 Ritterhallenpunkte haben hier die Distance Warriors. Ich würde jetzt die einfach mal auf Platz 3 sehen im Moment, ja, dass wir dann runterrutschen auf Platz 4. Ich weiß nicht, ob wir Platz 4 halten können, weil wir haben hier auch noch ein paar starke Gilden, ne? Die Psychopathen, sind hier gleich mit 2 Gilden am Start, ne? Und wenn wir uns noch weiter so ein bisschen umschauen, hier haben wir noch eine Gilde, die auch relativ gleichwertig ist, sag ich mal, mit unserer, was so die Ritterhalle angeht. Wie gesagt, die werden sich über uns einordnen. Ich denke mal auf Platz 3. Ja.
Ansonsten wird hier Highway to Hell und Freedom so ein bisschen sich um Platz 1 und Platz 2 streiten, denke ich mal. Ja. Und dann muss man mal gucken. Sommerluft ist hier noch mit dabei, mit 47 Raids, auch noch eine starke Gilde, hier eine deutsche Gilde anscheinend. Grüße gehen raus hier auf jeden Fall. Die ja vielleicht sogar auch sich mit uns hier noch messen können, auf jeden Fall. Ich hatte nicht gedacht, dass unsere Gilde auch so gut abschneidet hier auf dem Server, weil der halt wirklich sehr aktiv ist, muss man sagen. Und ja, auch hier in der Gilden-Ehrenhalle sieht man viele Gilden, die hier noch bei den Raids beschäftigt sind, aber die hier auch 50 Leute voll gefüllt haben und noch hier überall mitten in der Raid-Phase drinne stehen. Hier ist noch eine Gilde, die auch noch relativ stark erscheint und auch noch mit den Raids ein bisschen beschäftigt ist gerade, ne? Also man entdeckt hier und da auf jeden Fall noch in etwas niedrigeren Bereichen, hier sogar auch noch, ja, hier ist auch noch eine Gilde, die sich auch noch mit unserer messen könnte und die sind hier auch gerade auf Platz 58, ne? Also die haben sich noch gar nicht großartig auf die Ehrenhalle gestürzt, sondern wirklich nur noch auf die Raids konzentriert, so wie es aussieht. Hier genauso, ja, also das wird auch hier eine Gilde, die oben mitspielen wird, 46, aber auch hier schon eine stronge Ritterhalle auf jeden Fall. Also Czech Order könnte auch sein, dass die uns noch überholen. Also das hat nichts zu sagen, dass wir jetzt hier auf Platz 3 sind. Es könnte auch noch locker sein, dass wir auf die 4, 5, 6 oder 7 abrutschen, weil wir haben hier wirklich noch in den etwas niedrigeren Rängen noch relativ starke Gilden. Ja, Rollstuhl GmbH ist hier auch nicht schlecht mit dabei von den Raids her. Und deswegen, die spielen alle noch oben mit. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist gerade jetzt nachher so eine Umbruchphase, sag ich mal, wo die sich dann so ein bisschen hochkämpfen, beziehungsweise dann merken, okay, wir kommen hier jetzt vielleicht bei den Raids, bei Raid 47 oder so nicht mehr weiter. Jetzt legen wir erstmal Gildenangriffe rein, ne? Damit wir da ein bisschen XP noch bekommen. Und ja, wie ihr seht, gildentechnisch geht hier auch einiges auf dem Server. Hier sogar auch noch, ne? Stairway to Heaven haben wir hier auf Platz 118. Das darf man nicht unterschätzen. Die Stairway to Heaven haben 50 Raids, ja, und haben fast eine 600er Ritterhalle. Also die werden sich vielleicht auch mit den Distance Warriors um Platz 3 streiten. Also ne, unsere Gilde wird wahrscheinlich noch auf Platz 5, 6 oder 7, denke ich mal, rutschen, irgendwie so. Also wirklich, ne, man findet hier noch ein paar Gems und die sind wahrscheinlich jetzt gerade durch mit den 50 Raids und fangen jetzt vielleicht an, sich hochzukämpfen, ne? Also das ist krass, ne? Das ist wirklich krass. Und ja, so hat man hier noch viele Top-Gilden, ne? Also hättet ihr wirklich vermutet, dass auf diesen Lone Rängen wirklich hier noch so eine Top-Gilde ist? Also die werden ganz oben mitspielen, ne? Die werden ganz, ganz oben mitspielen und ja, deswegen, das sollte man auf dem Schirm haben, ne? Der Server ist hier auf jeden Fall belebt, ne? Und ja, ich bin hier sehr gespannt, wie sich das hier noch weiterhin, was ist das denn? Bin hier sehr gespannt, wie sich das noch weiterhin entwickelt hier mit EU15. Ich spiele hier, wie gesagt, sehr, sehr gerne drauf und ja, push hier zwar ein bisschen so oberflächlich meine Dungeons. Der Char an sich ist natürlich in der Tiefe jetzt nicht gepflegt, aber so, ja, zum Level-Pushen in den Dungeons macht es mir halt einfach Spaß. Ne? Epic-Event spielen auf Oldschool-Basis, ein paar neue Epics holen, ein paar Dungeons pushen und so. Ne? Ohne diesen Kram so nebenbei mit Arena-Manager und Pets verfolgen und SA pushen und sowas. Ne? Da konzentriere ich mich drauf, da habe ich den meisten Spaß bei. Und das mache ich dann noch so lange, wie ich dann halt eben ja, noch auf dem Server hier noch verweile und ja, auf jeden Fall geht eine Empfehlung raus hier für EU15, hätte ich nicht gedacht. Der Server ist auf jeden Fall, ja, auch wenn das letzte Update, was jetzt rauskam, kein Erfolg gewesen ist, aber den Server EU15, den kann man das nicht absprechen. Der ist belebt auf jeden Fall, ne? Also das kann man nicht anders sagen. Ja, Freunde, das soll es aber erstmal soweit von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen haben sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.